Die Führerscheinpreise werden immer teurer. Es lohnt sich nicht abzuwarten. Die Durchfallquoten sind am explodieren. Wir wollten nicht versuchen, eine Fahrschule zu sein, sondern wir wollten eine Fahrschule sein. Die Anmeldezahlen einbrechen. 30%, 50%, teilweise von 70% Rückgang. Brutal. Das ist deine Firma mit dem Flo zusammen. Ihr müsst was reisen. Und jetzt haben wir durch dich nochmal ordentlich Sichtbarkeit dazu bekommen. Die wissen schon, wenn die kommen, wie es bei uns aussieht. Und ich finde, durch diese Videos, die steigen schon ein und sagen, hey, gefühlt weiß ich schon so viel von dir. Wir haben jetzt mittlerweile Fahrschüler, die kommen nicht von hier. Die kommen tatsächlich von ca. 25, 30 Kilometer jetzt weg. Fahrschüler haben dann gesagt, boah, deine Video ist so geil. Und wie wenn du da einfach uns teilweise mal mitnimmst. Ich bin teilweise beim Edeka angesprochen worden. Hey, eure Videos sind so geil, macht genauso weiter. Würde ich nicht meinen Führerschein haben, würde ich zu euch kommen. Und lauter so. Das ist echt verrückt. Glaubst du, dass, wenn weniger Fragen da sind, dass Leute eher durch die Prüfung kommen würden? Bei weniger Fragen? Ich glaube, Die Führerscheinpreise werden immer teurer. Die Durchfallquoten sind am explodieren. Und Fahrschulen haben einen extremen Fahrschüler- und Fahrlehrermangel. Und trotzdem gibt es Fahrschulen, wie hier jetzt die Fahrschule Lenkteam, die in dieser Zeit beschlossen hat, eine Fahrschule zu gründen. Florian, Nico, was war der Grund? Warum habt ihr euch dazu entschieden, vor nicht mal einem Jahr eine Fahrschule zu gründen? soll ich mal beginnen? Sehr gerne. Gut, also wir zwei als Brüder, die beide als Fahrlehrer tätig waren, mehrere Jahre lang im Angestelltenmodus, sage ich jetzt einfach mal, haben doch auch in verschiedenen Fahrschulen nicht unbedingt das gefunden, was man gerne hätte, also als angestellter Fahrlehrer. Und wir beide hatten einfach den Traum, dass wir einen Ort schaffen können, unabhängig von der aktuellen Marktsituation, dass die Leute wissen, da kommen wir hin, wir haben Spaß, von das erste Mal Tür öffnen bei der Anmeldung bis zu dem Tag, wo man den Führerschein bekommt. Und das war einfach so unser Traum, dass wir den haben und haben uns irgendwann entschieden, den umzusetzen. Ja. Genau. Unser Ziel ist einfach auch, dass die Fahrschüler gerne zur Fahrstunde kommen, dass die sich auf die Fahrstunden freuen. Das war immer unser Ziel oder es war schon immer, wo ich Fahrlehrer war, immer mein Ziel. Und man bekommt einfach teilweise dann mit, wie die teilweise nicht so behandelt werden, wie man es gerne haben möchte. Ja? Und wir haben einfach gesagt, wir wissen, wie wir ausbilden, wir wissen, wie wir menschlich sind und uns war wichtig, dass wir einfach unseren Fahrschülern genau das geben. Und dass die sich einfach wohlfühlen, wie der Flo gerade schon gesagt hat, von der ersten Fahrstunde oder vom ersten Hereinkommen über die Theoriestunden, über jede Fahrstunde, dass da einfach ein Spaß dabei ist und man lernt einfach dadurch viel, viel einfacher und besser. Ihr seid ja relativ jung beide noch. Wann habt ihr mit der Ausbildung angefangen? Seit wann seid ihr schon Fahrlehrer? Habt ihr das zeitgleich gemacht? Gut, der jüngere Bruder war zuerst am Stiesel. Ja. Wie lange bist du Fahrlehrer? Ich bin seit 2018 fertiger Fahrlehrer. Also Ausbildung habe ich begonnen mit 2017. Ich war 2017 24. Genau. Habe da im Endeffekt den Traum aber schon viele, viele Jahre davor gehabt. Bin aus einer ganz anderen Branche rausgekommen. Meine Kollegen damals, die haben zu mir gesagt, wie kannst du deinen Job aufgeben für Fahrlehrer? Was warst du vorher? Ich habe Industriemechaniker gelernt und okay. habe im Maschinenbau gearbeitet, war auf der ganzen Welt eigentlich auch unterwegs, geschäftlich. Aber ich bin da in diesem Job nicht so mit Herzblut dran gewesen, wie ich es als Fahrlehrer war. Und für mich war einfach die Autobegeisterung schon seit ich ein kleines Kind bin. Und für mich war Autofahren immer das Größte. Und ich habe eigentlich, wenn man es genau nimmt, habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Und deswegen bin ich Fahrlehrer geworden. Gebe einfach mein Hobby an die jetzigen Fahrschüler weiter. Und ich glaube, die merken das auch einfach, dass man das mit Herzblut macht. Ja. Und Flo hat sich dann von mir infizieren lassen dann. Inspirieren, Oder nicht infizieren. Ja, beides. Beides irgendwo. Beides. Und kam dann
Ja, ein paar Jahre ich habe im später. Grunde mir das mehrere Jahre angeschaut, wie er Fahrlehrer war. Mein beruflicher Werdegang ist im Grunde auch ein ganz anderer, also auch kaufmännisch ausgebildet. Tatsächlich irgendwann mal einen Bachelor gemacht in BWL. Dann auch auf diesen Beruf gearbeitet, viele Jahre lang. Was damals schon klar war in diesem Beruf, dass ich gerne schule, dass ich gerne mit Leuten zu tun habe und dass ich auf jeden Fall gerne flexibel auch bin. Ja? Und irgendwie hat dieser Fahrlehrerberuf mich deshalb so gereizt, weil doch das alles irgendwie das Ganze verbunden hat. Ja, und dann kam irgendwann eine Zeit, wo ich mich einfach dazu entschieden habe, das auch zu tun. Ja, und fertiger Fahrlehrer seit 2022. Okay, das heißt, ihr habt schon relativ viel Erfahrung mitgebracht, bevor ihr gesagt habt, wir gründen jetzt unser eigenes Ding. Genau, ja. Genau. Also wie gesagt, ich war 7 Jahre selber Fahrlehrer, davor schon im Angestelltenmodus und irgendwann ich bin eigentlich damals schon gegangen, damals in meinem alten Job und habe gesagt, ich mache einen Fahrlehrer, ich mache mich selbstständig. Das war eigentlich immer mein Ziel. Es gab dann Jahre, wo ich dann immer so ein bisschen hin und her gerissen war. Gehst das Risiko ein? Gehst du aus dieser ist ja einfach die Komfortzone auch wieder zu verlassen. Gehst du raus, gehst du in dieses Risiko rein und investierst dann auch richtig Kohle am Anfang mal und so. Und allein weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich glaube, der ausschlaggebende Grund war eher der Flo noch mit, weil der einfach gesagt hat, hey, ich werde mich selbstständig machen zu 100%, ob du mitmachst oder nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay. Ja, dann wenn schon zusammen. Wenn einer es macht, wäre blöd, wenn wir es nicht gemeinsam tun, weil wir uns einfach auch als Brüder gut verstehen und ein gutes Team zusammen sind. Ja, und ihr ergänzt euch ja wahrscheinlich auch. Genau. Jeder weiß, wie der andere tickt. Ja. Ja, das ist natürlich auch absolut ein Vorteil. Ja. Auch gerade, wenn man sich selbstständig macht. Man kann auch viele Dinge einfach teilen und aufsplitten, also Aufgaben teilen und splitten. Und dann, kam eben noch seine Frau, die auch Gefallen gefunden hat quasi an der ganzen Idee und jetzt auch uns da wirklich auch von Tag 1 echt voll unterstützt. Und also ich kenne ja auch ihren Hintergrund. Ihr seid da schon sehr gut aufgestellt, denke ich. Jeder hat eine Expertise in einem gewissen Bereich. Definitiv. Und vielleicht macht das auch den Unterschied. Wahrscheinlich, ja. Unser Vorteil ist halt einfach, dass wir schon alle auch mal in großen Konzernen gearbeitet haben. Man kennt die andere Seite, also die Kehrseite quasi. Man kennt die Seite, wo man eine Nummer war, im Endeffekt, wenn man es genau nimmt, ja. Und uns ist einfach wichtig, dass egal wer bei uns als Fahrlehrer arbeitet, auch später mal oder irgendwann mal, dass der nicht eine Nummer ist, sondern immer er selber bleiben darf. Und er soll einfach sein Menschliches genauso weiterleben können und nicht sich irgendwie verstellen muss vor uns, sondern wir sind zwar die Chefs, wir haben die Verantwortung für den Laden, aber wir sind nicht die Chefs, die man normalerweise kennt. Und ich glaube, egal wie groß wir sind, wir werden immer auf Augenhöhe mit unseren Mitarbeitern versuchen zu arbeiten, wenn es natürlich gut funktioniert. Das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung dafür. Genau, haben ja auch dann schon unseren ersten Mitarbeiter nach nicht mal einem halben Jahr dazu bekommen. Sind wir auch wirklich sehr glücklich drüber. Ja. Genau. Ja, ich glaube, dieses Thema mit den Mitarbeitern, das ist ja im Prinzip immer die größte Herausforderung, weil du bist nur so gut wie dein Team und du kannst nur so schnell wachsen, wie dein Team, sage ich mal, bereit ist mitzuwachsen. Mike Fischer hat es mal gut gesagt, für ihn ist dieses Thema Unternehmenskultur so wichtig, dass er sagt, jeder Mitarbeiter bei mir soll sich hier so wohlfühlen, dass er mit Leib und Seele bei der Sache ist. Und das merkt man dann da auch extrem, also das ist jetzt nur mal als Beispiel, wie das in ganz groß aussehen kann. Ja. Da merkst du dann, dass das ganze Team bei denen mitzieht. Und bei euch spürt man das natürlich auch sehr stark. Natürlich jetzt noch in etwas kleiner, wobei ich sagen muss, die wenigsten Fahrschulen legen so ein enormes Wachstum, sage ich mal, hin, wie jetzt ihr das gemacht habt. Ich meine, ihr seid seit Mai dabei. Ihr wirkt auf mich, als macht ihr das schon seit 5 Jahren in der Selbstständigkeit. Ja, man muss auch sagen, es haben sehr, sehr viele Fahrlehrer, Bekannte und so weiter zu uns gesagt,
wie könnt ihr zu zweit direkt starten bei 0? Weil es einfach natürlich, ihr braucht Geschäft für 2 Leute. Du musst 2 Leute bezahlen. Genau, du musst 2 Leute ja bezahlen. Wir müssen unsere ganze Kosten bezahlen. Ich habe gesagt, glaub's mir, wir bekommen das hin, definitiv. Und es kam so glücklicherweise. Und was haben wir gesehen? Innerhalb von ein paar Monaten haben wir so viel Geschäft gehabt, dass es für 3 reicht. Aber das ist aber auch nur deshalb so, weil wir einfach unser Job mit Herzblut machen. Ja, würden wir das nicht tun, wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Ich glaube, der Grund, warum das bei euch so schnell ging, ihr habt ja von Anfang an gesagt, okay, wenn wir es machen, dann machen wir es gescheit. Und entsprechend sieht auch hier die Filiale aus. Also wenn man das Ding von draußen sieht, wenn ich jetzt hier von 200 Meter anfahre, dann springt das ins Auge. Ja. Also ihr seid von Anfang an meiner Meinung nach sehr professionell an die Sache rangegangen, habt gesagt, okay, wir müssen sichtbar sein. Ja. Und das ist etwas, was ich bei vielen, deswegen hat es mich auch so gewundert, weil die meisten Fahrschulen, mit denen ich spreche, uns fragen ja viele Fahrschulen an, die so wie ihr neu gegründet haben. Ja. Und bei den meisten sehe ich dann, dass die quasi erst so das Nötigste erledigen, um dann eben schon mal so ein bisschen Geschäft, bisschen Grundrauschen herzustellen. Problem ist dann, man ist dann in so einer Spirale gefangen. Ja, man hat dann Angst, noch weitere Risiken, noch weitere Investitionen einzugehen, um es, sage ich mal, so, vernünftig zu machen. Ja. Dann gleichzeitig braucht man dann irgendwann neue Fahrlehrer, weil es einem zu viel wird. Und dann ist man in so einem stetigen Teufelskreis. Wenn man von Anfang an aber sagt, okay, wir positionieren uns richtig, wir holen uns, sage ich mal, ein schönes Branding ran, wir sind von Anfang an sofort sichtbar, dann kann man das auch bewältigen und dann schafft man das auch so wie ihr. Wann kam jetzt der 3. Fahrlehrer dazu? Im November. Kam im November dazu. Im November. Ja. Genau. Die meisten Fahrschulen, die neu starten, haben im November vielleicht frühestens ihre erste Bürokraft eingestellt. Ja. Genau. Also da ist schon ein riesen Unterschied. Da waren wir uns aber auch von Anfang an relativ einig, dass wir diese Grundrauschen, wie du es gerade ganz gut beschrieben hast, dass wir das eigentlich mehr oder weniger versuchen tatsächlich zu überspringen. Ja, sondern dass wir gleich so in die Phase reinspringen, für uns selber im Kopf schon, dass wir eine Fahrschule haben, die funktioniert. Also wir wollten nicht versuchen, eine Fahrschule zu sein, sondern wir wollten eine Fahrschule sein. Und zwar auch eine, die eigentlich so wirkt, als wäre sie schon immer da. Und ja, das meine ich immer. Also dieses Gefühl hatte ich zum Beispiel, als wir damals geschrieben hatten. So kam ja der Kontakt über Instagram quasi. Und ich dachte mir direkt so, okay, der erste Beitrag ist irgendwann im Mai gepostet worden, aber die wirken schon, als machen die das schon eine ganze Weile. Ja. Die Webseite hatte ich mir dann angeschaut. Ja. Und dann hatte ich damals mit Fahrlehrer Burak gesprochen. Ja. Da hat er mir ein bisschen von euch erzählt. Genau. Und dann dachte ich mir, okay, interessant. Und dann seid ihr ja auch dieses Risiko, also dieses Marketingrisiko quasi relativ zeitnah eingegangen. Also das sind schon alles Sachen, die nicht normal sind. Und ich denke, deswegen ist auch der Wachstum entsprechend nicht normal, weil ihr dieses Risiko eingeht. Ja. Wusstet ihr, dass diese Herausforderungen auf euch zukommen werden von Anfang an? Oder war das eher so, okay, wir bauen jetzt mal das Boot recht stabil und dann segeln wir los? Oder war schon ein bisschen Land in Sicht? Ich glaube, bewusst war uns schon, dass da ein Batzen an Arbeit auf uns zukommt, auch ein Batzen an Herausforderungen auf uns zukommt, dass auch Gegenwind kommt. Das waren so Dinge, die uns eigentlich relativ klar waren. Wir haben uns auch da aber relativ gut ergänzt, indem wir uns auch selber zugesprochen haben. Also ich muss das jetzt mal von meiner Seite her sagen, ich bin unter uns Brüdern, auch wenn ich der Ältere bin, eher der Zurückhaltendere. Und auch Nico war immer derjenige, der gesagt hat, komm jetzt. Ja, und genauso ist das eigentlich ein Lernprozess auch für die Fahrschule. Also das ist erstmal dieses Klarkommen auch mit der Sichtbarkeit. Ja. Das ist ein Lernprozess auf jeden Fall. Und also ich glaube, wir sind beide doch recht stolz und auch dankbar. Das ist das Allerwichtigste, dass wir sehr, sehr dankbar sind für die Situation, wie sie aktuell ist. Also das ist
absolut der Wahnsinn eigentlich. Also ich weiß noch, wo ich mein erstes Instagram-Story oder die Story aufgenommen habe. Ich habe erst mal 10-mal dieses Video gelöscht. Und ich dachte, oh Gott, ich kann mich selber einfach nicht hören. Das geht gar nicht. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, Nico, das ist deine Firma mit dem Flo zusammen. Ihr müsst was reißen und wir müssen die Sichtbarkeit hinbekommen. Natürlich, jetzt haben wir durch dich nochmal ordentlich Sichtbarkeit dazu bekommen, aber wir haben ja am Anfang echt alles gegeben dafür, dass wir trotzdem so schnell wie möglich hochkommen. Und die Fahrschüler haben dann gesagt, boah, deine Video ist so geil und wie wenn du da einfach uns teilweise mal mitnimmst. Ich habe manchmal gedacht, hey, ich nehme die einfach immer bei der gleichen Sache mit. Trotzdem haben die Leute das angeguckt und es haben immer mehr angeguckt. Und dann haben dir Bekannte geschrieben, wie cool ist das, was ihr da so macht und so. Einfach dieses auch ein bisschen. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute, die wissen schon, wenn die kommen, wie es bei uns aussieht. Weil die einfach so ein bisschen diesen Blick nach hinten haben. Die wissen, also ich merke das zum Beispiel auch ganz arg. Früher war es so, wenn ich zu einer ersten Fahrstunde kam, dann sind die Fahrschüler eingestiegen, die haben gezittert gefühlt. War nervös, Die waren so nervös, weil die ja selber teilweise uns einmal im Theorieunterricht gesehen haben, zweimal im Theorieunterricht. Aber ich finde, du kannst ja dadurch einen Mensch gar nicht richtig einschätzen, wie tickt der, wie ist der drauf. Und ich finde, durch diese Videos, wo wir jetzt auch auf Instagram machen mit Fahrstunden und so weiter, die merken einfach, hey, die sind komplett entspannt drauf. Da lacht man auch mal gemeinsam oder entsteht mal eine witzige Situation, wie das da dann gleich voller Gegenwind kommt oder wird im Auto rumgeschrien. Und dann, die steigen schon ein und sagen, hey, gefühlt weiß ich schon so viel von dir. Ja, und das kommt halt, denke ich mal, durch dieses Präsentsein und dieses ganze nach außen. Da darf ich auch kurz einhaken. Ja. Also man hört auch von den Schülern einfach, dass die auch dankbar sind dafür, dass es eine Möglichkeit gibt, in Fahrschulautos reinzuschauen. Also das Verrückte ist, wir haben jetzt mittlerweile Fahrschüler, die kommen nicht von hier. Also die sind nicht im nahen Umkreis von hier, sondern die kommen tatsächlich von circa 25, 30 Kilometer jetzt weg. Hast du heute Morgen erzählt. Habe ich heute Morgen erzählt. Schüler, die sagen, pass auf, ich habe euch gesehen, das hat mir gefallen, was ich da gesehen habe bei euch und deswegen wollte ich zu euch kommen. Und das ist schon eine tolle Geschichte, auf jeden Fall. Ja, das war tatsächlich so der Grundgedanke, warum wir gesagt haben, wir nehmen diese Fahrstunden auf. Natürlich ist es da wichtig, dass die Schüler damit einverstanden sind, aber ich weiß aus Erzählungen und auch von euch und von anderen Fahrlehrern, dass die Schüler dann noch motivierter sind im Unterricht und sich noch mehr Mühe geben, weil die wissen, okay, die Kamera läuft. Ich gebe mal, weil oft ist es ja so, oft ist es ja so, der Fahrschüler kommt in den Unterricht und war vielleicht vor 10 Minuten noch im Kopf wo ganz anders. Dann setzt er sich ins Auto und ist völlig durch den Wind. Und dann, was machen wir heute? Und der Fahrlehrer denkt sich, am liebsten würde ich jetzt erstmal mit denen eine halbe Stunde Yoga machen, bevor wir anfangen zu fahren. Aber so, wenn die Leute wissen, okay, heute läuft die Kamera, dann macht man sich vielleicht noch mal ein bisschen hübsch oder bereitet sich mental ein bisschen besser drauf vor. Und gleichzeitig hat das eben, wie ihr gesagt habt, einen positiven Effekt, weil dann andere Schüler davon profitieren. Also auch die sagen, ich würde nicht gerne in so einem Video drin sitzen, aber ich schaue es mir halt an. Weil ich weiß dann, was auf mich zukommt. Ja, im Prinzip, meiner Meinung nach, ist das für die Fahrschulen somit das Beste, was man machen kann. Aber wir machen das ja sehr, ich sag mal, kontrolliert. Ja, wir haben da ja klare Regeln, dass wir sagen, okay, der Schüler muss vorher sagen, dass er einverstanden ist damit. Und was ich oft sehe oder vermehrt sehe, ist, dass halt jeder Fahrlehrer jetzt versucht zu wachsen. Finde ich prinzipiell super, weil das ist solange alle das sauber und richtig machen, kann die Branche dadurch nur wachsen und Vertrauen schaffen und das haben wir gerade bitter nötig. Auch wenn ihr das vielleicht nicht so sehr spürt, aber die meisten Fahrschulen sind gerade am Schreien, weil die Anmeldezahlen einbrechen. 30%, 50%. Wir haben da letztens ein Video dazu gemacht, haben sehr viele Fahrschulen bei sich in der Story gepostet und wir sind mit jeder Fahrschule da einmal kurz ins Gespräch gegangen und viele sprechen da teilweise von 70% Rückgang.
70%. Brutal. Echt. Ja, und da finde ich, ist es schon wichtig, dass man gemeinsam als Branche präsent ist, aber man muss es natürlich sauber machen und mit Verantwortung machen. Ja. Und wenn es dann dazu führt, dass am Ende der Fahrlehrer während der Fahrstunde nur noch am Handy rumhängt, dann hat man auch nichts gewonnen. Dann hat man nichts gewonnen. Ja. Auf keinen Fall. Aber ja, deswegen arbeiten wir so, wie wir arbeiten. Ich denke, dann ist es weder für den Schüler noch für den Fahrlehrer stressig, das Ganze. Richtig. Genau. Ihr habt ja gesagt, dass ihr aktuell, sage ich mal, mit der Sichtbarkeit sehr zufrieden seid. Wie ist das Feedback von den Schülern auf euch generell in der Szene? Sehr, sehr gut. Also ich kann es jetzt nur von meinen Schülern, jetzt mal, die ich im Auto habe. Zum einen sind die natürlich, zum Großteil freuen die sich, wenn man sie wirklich jetzt fragt, möchtest du mal Teil eines solchen Videos sein? Ja. Gibt auch immer wieder diejenigen, die sagen, möchte ich nicht. Ja, das ist aber auch wiederum die Aufgabe des Fahrlehrers, dann darf Einfühlungsvermögen zu zeigen und sagen, ist völlig in Ordnung. Ja. Musst du auch nicht. Aber man bekommt schon Feedback von den Schülern, die dann mal dabei waren, dass die, also vor kurzem ist einer zu mir ins Auto gestiegen und hat gesagt, ey Flo, mich kennt die ganze Schule. Ja, fand er ganz witzig, glaub. Ja. Also ich glaube schon. Aber also das Feedback ist grundsätzlich einfach nur positiv. Ja. Man muss halt versuchen, die mitzunehmen, auch ein bisschen. Und von daher hört man auch von den Schülern an sich, ey, meine Freunde, die beobachten euch. Wenn ein Video kommt, da werden sofort Screenshots gemacht und irgendwelche Freundesgruppen reingesteckt, da ist er wieder. Ja, also von daher, also eigentlich zu fast 100% ist nur positiv. Ja, definitiv. Was mich sehr stark gewundert hat, wir haben ja mit euch zu Weihnachten, also in der Weihnachtszeit, so eine Nikolaus-Aktion gehabt, wo wir eine Verlosung gemacht haben. Und das war das erste Mal, dass wir jetzt als Marketingagentur so eine Aktion gemacht haben mit wie war das nochmal aufgebaut? Bild posten genau, in der App und verlinken. Wenn ihr unser Auto seht draußen, macht ein Foto, verlinkt uns und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Und dann haben wir die Anzeige online gestellt. Nach so 3, 4, 5 Tagen ist nicht so viel passiert und dann auf einmal ging's los. Einer hat damit angefangen. Ja, und dann ging's los. Da musste nur einer den. Ja, das war sehr interessant. Ich finde das immer, ich sehe das sehr oft, wenn ich mit anderen Fahrschulen im Gespräch bin, die sagen dann, ja, ich bin auf dem Land und hier kennt mich sowieso schon jeder. Ja. Solche Aussagen. Wir sind auch auf dem Land. Ihr seid auch auf dem Land. Auch sagen. Ja. Und wir haben auch noch eine andere Fahrschule, die sehr ländlich ist. Wahrscheinlich die ländlichste Fahrschule, die wir haben, ist der liebe Justin. Und mit dem haben wir auch darüber schon ein paar Mal gesprochen. Und der hat auch gemeint, so hey, der Effekt ist riesig, weil jeder, ich meine, die kennen mich ja schon, aber jetzt kennen sie mich noch besser. Ja, richtig. Also jetzt kennen sie mich auch persönlich. Also was ich manchmal krass finde, wenn wir so durchs Prüfungsgebiet fahren, egal in welchem Ort, dir winken teilweise die Leute zu und lächeln und du kennst die gar nicht. Ja, du denkst einfach, wer ist das? Keine Ahnung. Ich grinse halt zurück und winke einfach freundlich. Ja? Aber klar, die kennen uns natürlich über die sozialen Medien jetzt. Wir wohnen ja auch gefühlt in einem Dorf hier und deswegen kennen die uns schon so. Und dadurch wirst du halt noch bekannter und ich bin teilweise beim Edeka angesprochen worden. Hey, eure Videos sind so geil, macht genauso weiter. Würde ich noch nicht meinen Führerschein haben, würde ich zu euch kommen. Und lauter so. Das ist echt verrückt. Und es ist auch so, also ich bin auch vor kurzem an der Ampel gestanden, da laufen dann zwei Jungs vor dir über die Ampel und machen einfach nur so. Ja. Und das ist einfach, das ist ja auch für uns ein tolles Feedback, ja. Also wenn wir sowas bekommen, dass sich das auch lohnt, die ganze Geschichte. Und eine Schülerin hat vor kurzem zu mir im Auto gesagt, weißt du, Flo, solche Videos kennt jeder. Was aber die Leute feiern, dass das hier in der Gegend jemand macht. Ja. Und da auch vielleicht ganz kurz zu dem Thema ländlich. Ja, wir sind hier ländlich, ja. Aber warum denn nicht? Es macht doch keinen Unterschied, ob ich ländlich bin oder in der Stadt bin. Die Leute mögen's. Ja, das ist von daher. Du hast ja genauso
Schüler, wie du in der Stadt eben auch hast. Ja, natürlich, das Nur, klar. dass es hier vielleicht der Pool etwas kleiner ist. Wobei, Genau. wenn man dann zu der Anlaufstelle wird, dann ist der Pool auf einmal nicht mehr so klein. Ja, Ja, richtig. wenn man dann merkt, okay, die Leute kommen von 30 Kilometer Entfernung, weil halt 30 Kilometer von hier auch ländlich ist, Ja. aber da ist Ja. keine Fahrschule, die so schön aufgebaut ist wie die hier, halt so diese auch Autos anspricht hat, teilweise die einen oder anspricht, einfach. genau. Und bei euch ist ja auch die Sache, wir haben darüber, falls ihr euch noch erinnert, von Anfang an habe ich euch gesagt, ich spüre das, wenn jemand die richtige Energie hat. Und bei euch habe ich das sofort gespürt, Ja. weil ihr einfach auch Bock drauf habt, weil ihr noch hungrig seid. Und ich finde, das ist etwas, wo sich auch ältere und alteingesessene Fahrschulen mittlerweile nicht nur eine Scheibe abschneiden sollten, sondern abschneiden müssen. Weil sonst schaffen die diese Zeiten, die uns Ja, bevorstehen. das ist wieder schaffen dieses die dann nicht Thema, mehr. die sind in ihrem Fahrwasser drin und gehen einfach vielleicht diesen nächsten Schritt auch nicht. Ja. Sag ich mal, einen Zeitungsbericht zu machen, ist einerseits, ja, okay, wer liest, die Eltern oder die Großeltern vielleicht, aber ich kenne, glaube ich, kein Jugendlicher. Also wenn ich meine Fahrschule fragen würde, hey, liest du morgens Tageszeitung, Wochenblatt oder sonstiges, die würden mich alle angucken und fragen, haben wir daheim gar nicht mehr oder habe ich noch nie in der Hand gehabt. Ja. War bei mir selber ja damals auch so. Ich denke halt immer, bei uns ist auch das Gute oder das von Vorteil oder was von Vorteil ist, wir sind nicht so weit entfernt von denen. Ja, ich sage immer, ja, ich bin fast doppelt so alt wie die, wo bei mir im Auto sitzen. Ja. Aber das ist trotzdem nicht so, yo, ich bin jetzt 30 Jahre älter wie die oder 40 Jahre, ich mache den Job schon so lange und irgendwann wirst du einfach blind, ja. Und da dieses in die neue Zeit reinzugehen, die sozialen Medien, viele trauen sich das gar nicht. Die sagen immer, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß gar nicht, was soll ich denn da überhaupt posten, was soll ich da. Das Standardding, was die Fahrschulen posten, ist, herzlichen Glückwunsch, du hast die Prüfung bestanden. Ja, diese Prüfungsergebnisse. Das machen wir auch, aber einfach als Wertschätzung für unsere Fahrschüler, dass die einfach sehen, hey, die freuen sich für uns und es sehen vielleicht auch andere Freunde und so weiter. Und es ist natürlich auch eine Werbung, wenn einer sieht, oh hey, mein Kumpel oder mein Bekannter, der war ja auch bei denen, vielleicht frage ich den dann mal, ja. Dadurch kommen ja die Gesichter von den Fahrschülern vielleicht auch mal hin. Natürlich musst du die davor auch wieder um Erlaubnis fragen. Ja. Also, gibt auch manche, die sagen, ich will das gar nicht. Ist auch völlig in Ordnung. Und das finde ich immer so, wenn du aber deine Fahrschule nicht anders repräsentierst, wie wir es jetzt tun, wir zeigen uns unsere Gesichter und so weiter, das macht das Ganze halt persönlich und ich glaube, das ist ein sehr großer Vorteil. Ihr gebt quasi einen transparenten Einblick Genau. in alles. den Unterricht, in die Fahrstunde, ohne wirklich frontal zu verkaufen und zu sagen, hey, Leute, kommt zu uns, meldet euch an. Und das sollte auch meiner Meinung nach gar nicht das Ziel sein von einem Fahrschulinhaber, weil wenn es bei euch gut läuft und beim anderen nicht und ich fange dann, oder mal angenommen, bei meiner Konkurrenz läuft es gut und ich fange dann an, mich darüber aufzuregen, dann mache ich was falsch. Weil ich sollte, anstatt mich über dich aufzuregen, sollte ich mir lieber anschauen, was machst du besser als ich? Und man sagt ja immer, auf Schwäbisch gibt es so ein Sprichwort, das hau ich jetzt einfach mal raus, geh immer vor deiner eigenen Haustüre. Ja. Weil meistens ist erstmal das eigene das Problem und nicht der andere. Ja. Man muss immer selber erstmal nach seinen Sachen gucken und wenn man da im Reinen ist, dann kann man sich immer noch über andere aufregen. Es hat ja auch jeder die Möglichkeit, es auch so zu tun. Es hat jeder die Möglichkeit. Nicht einen zu kopieren, sage ich jetzt mal, wobei das auch oft passiert. Ja. Wirst du lächerlich gemacht, dann geht so weiter und dann irgendwann fängst du an, einen zu kopieren. Ja. Trotzdem musst du aufpassen, dass du irgendwie nicht irgendwann an der Tischkante runterfällst. Ja, das ist einfach, also du musst den Anschluss schon irgendwie halten, auch an die Leute, die bei dir im Auto sitzen, sage ich jetzt mal. Ja, und das ist das, was wir versuchen. Ja, und es macht Spaß. Genau. Wir machen das nicht, um jetzt zu verkaufen, so wie du gerade gesagt hast, sondern wir machen es einfach, weil es uns Spaß macht. Ja. Weil wir merken, den Schülern macht Spaß und gemeinsam Spaß haben ist noch besser. Und von daher entstehen solche tolle Videos, die ihr auch für uns produziert. Ja. Ich sehe ja immer die Kommentare bei euch. Was ich von euren Schülern weiß, deswegen, ich würde dieses Thema nämlich mit den Führerscheinpreisen gerne einmal anschneiden.
Es gibt ja jetzt, sage ich mal, sehr viele Aussagen von seitens der Politik, dass der Führerschein günstiger werden soll. Die Politik sagt, wir führen Online-Unterricht ein. Die Schüler müssen nicht mehr in die Filiale kommen. Dadurch braucht die Fahrschule keine Filiale mehr und so weiter und so fort. Wie seht ihr das? Funktioniert eine Fahrschule ohne Filiale? Na, Auf gar keinen Fall. auf gar keinen Fall, ja, sind wir uns, glaube ich, einig. Ich sage immer, du brauchst die Menschen bei dir, um sie richtig mitzunehmen und richtig zu unterrichten. Also wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, wo ich Online-Unterricht gemacht habe, für die Schüler, ich habe mich manchmal gefühlt, wie wenn ich mit einer weißen Wand rede. Ja. Natürlich kann man das vielleicht dann noch besser, attraktiver gestalten, aber du bekommst nicht die Schüleraktivierung hin, die du im Unterricht eigentlich brauchst für die Dynamik. Ja, die Dynamik kommt eigentlich nicht, weil der Fahrlehrer vorne einen guten Content bringt, sondern die Dynamik kommt eigentlich, wenn die Fahrschüler mit einwirken in den Unterricht und einfach mitarbeiten und dabei sind. Und oft läuft manchmal ein Unterricht, wo ich mir manchmal denke, ich habe gefühlt nur ein paar Worte in den Raum geworfen und plötzlich wird hier 5 Minuten über irgendein Thema diskutiert. Ja. Wo viel mehr dabei rauskommt, wie wenn ich da vorne da sitze und klick, klick, klick mache die ganze Zeit. Ja? Und ich glaube, das ist auch wieder der Unterschied, wenn du die Schüler im Raum hast, kannst du anders mit denen umgehen, du kannst anders die integrieren. Und wenn das mit Online-Unterricht kommen sollte, dann sind wieder die Fahrlehrer, wo davor schon keinen guten Unterricht gemacht haben, die freuen sich darüber, ja, weil sie noch mehr hinter ihrem PC verschwinden können und klick, klick, klick machen können. Aber den Schüler ist ja dabei nicht geholfen. Nee, auf keinen Fall. Spätestens bei der Theorieprüfung oder spätestens im Auto, wenn sie die Regeln nicht verstanden haben, fliegt es denen um die Ohren. Und das wiederum macht den Führerschein teurer, bin ich der Meinung. Ich wollte gerade nämlich sagen. Man muss auch mal überlegen, also jeder von uns war mal 16, 17, so wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, einen Theorieunterricht am Handy anzugucken oder am Tablet, den starte ich. Legst zur Seite. Klar, man kann es sagen, mach die Kamera an. Ja. Klar, kann man machen, aber trotzdem ist einfach der Fokus nicht da. So, und jetzt passe ich mit Sicherheit hier im Unterricht eher auf, wie wenn ich jetzt zu Hause auf dem Sofa im Bett liege und da in mein iPhone reinschaue. Das Problem dabei ist, dann hast du Schüler im Auto sitzen, die keine Ahnung haben von Vorfahrt. Dann muss ich das im Auto erklären. Ja, dann sitzen wir wieder da und sagen, du pass mal auf, das Schild, dieses Schild, was ich eigentlich im Theorieunterricht mache. Ja. Und das wiederum der Punkt alleine macht den Führerschein schon teurer. Auf jeden Fall. Ja. Ich denke auch, dieser Online-Unterricht oder wenn man sich mal die Kosten anschaut von so einer Fahrschule, dann ist die Filiale in der Regel der kleinste Kostenfaktor, weil Fahrschulen ja ohnehin schauen, dass sie irgendwo reingehen, wo die Miete nicht allzu hoch ist. Weil das Ziel von einer Filiale ist ja nicht, ich muss jetzt in dieser Filiale irgendwas produzieren, um Geld zu verdienen, sondern ich muss da den Unterricht halten. Wenn jetzt der Unterricht online stattfindet, dann wird, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, Folgendes passieren. Der Schüler loggt sich ein und dann nimmt er schön das Handy in die Hand und dann geht er erstmal, wenn er Glück hat, sieht er euch noch auf Insta währenddessen und TikTok und kann da vielleicht noch ein bisschen was aufschnappen. Aber er wird auf jeden Fall nicht so vorbereitet wie hier im Unterricht. Allein schon, weil er hier nicht die Möglichkeit hat, einfach am Handy zu chillen. Und dann sagt irgendjemand irgendwas. Oder er ist einfach zu sehr eingebunden, wenn man es richtig macht, als dass er jetzt am Handy seine Zeit verbringen kann. Was wiederum Sinn macht, finde ich, und die Einsicht, muss ich ehrlich zugeben, kam jetzt auch erst mit der Zeit und mit viel Austausch, ist das Thema Simulator. Definitiv. Weil beim Simulator ist ja so, gerade jetzt, wenn man euren Simulator sich anschaut, da ist ja quasi mit Schulterblick, mit dem Display, was einmal quasi nach hinten zeigt. Ja. Und wenn der Fahrschüler sich 4 bis 5 Fahrstunden einspart, weil er vorher schon weiß, wie eine Schaltung funktioniert, ganze Abläufe wie die Kupplung sich verhält, dass er einen Schulterblick machen muss und so weiter und so fort. Und im Idealfall sich gut im Theorieunterricht informiert hat und weiß, okay, hier ist rechts vor links und ich muss es nicht nochmal 10-mal
wiederholen oder sich vorher vielleicht schon ein Video angeschaut hat, so parke ich richtig ein, dass er schon mal so diese Faustregeln verinnerlicht hat, dann spart er Geld, meiner Meinung nach. Und da muss man auch ganz klar sagen, ohne jetzt die Fahrschulen in Schutz nehmen zu wollen, aber ist der Schüler in der Regel selber schuld. Ja? Weil man kann ja auch einmal kurz auf den Übungsplatz gehen. Kann man, ja, definitiv. Natürlich, diese Privilegien hat nicht jeder. Nicht jeder hat Eltern, die ein Auto haben oder generell die Möglichkeit, mit irgendjemandem auf den Übungsplatz zu gehen. Ja. Aber irgendjemanden kennt man bestimmt, der ein Auto hat, wo man sich mal reinsetzen kann, mal die Schaltung. Oft reicht nur aktives Mitfahren. Ich wollte gerade sagen, ja. Wenn man einfach mal aktiv bei den Eltern mit dem Auto sitzt und einfach mal die Abläufe anschaut, was denn die so tun. Wenn du dann teilweise Schüler hast, die steigen ein, die wissen nicht mal, wo ein Blinker ist. Ja? Also wenn ich so denke an meine Zeit, wo ich früher als Kind, gut, zu unserer Zeit gab es die Smartphones noch nicht so aktiv, wie es jetzt die gibt, aber meine Aufgabe war es, meinem Vater über die Schulter zu gucken und zu schauen, wie der das macht, wie der die Abläufe macht, für was ist der Blinker da. Ich weiß noch, wie oft ich gefragt habe, warum machst du das jetzt? Und er hat mir das einfach mal in seine Worte auch erklärt. Ja? Natürlich ist das kein Fahrlehrer, das ist wieder was anderes. Und auch wenn das Elternteile teilweise erklären, ist das vielleicht auch nicht so regelkonform, wie es teilweise nachher in der Prüfung sein sollte. Aber die Grundbasics, die mitbringen, ist ein riesen. Du musst es ja nicht jahrelang machen. Ja, sag ich mal. Du musst es ja nicht jahrelang machen, aber tu dir doch selber den Gefallen, wenn ich weiß, jetzt beginnt die Zeit, wo ich langsam in die Fahrschule möchte, setz dich rein ins Auto, egal ob es die Eltern, Oma, Opa, Freunde sind, die schon einen Führerschein haben, und schau denen mal zu. Ja. Wo ordnen die sich ein, wenn es zum Rechtsabbiegen geht? Wo ordnen die sich ein, wenn es zum Linksabbiegen geht? Das ist alles, das versuchen wir aber unseren Fahrschülern auch irgendwie zu erklären. Das ist bares Geld. Ja. Das ist bares Geld, muss ich schon nicht erzählen. Ja? Wenn ich das weiß, muss ich schon nicht erzählen. Und wenn ich dann wenn ich da schon einfach eine gewisse Grundlage mitbringe, mich dann vielleicht noch, was wir gut finden und auch, wo wir auch dazu raten, uns dazu entscheiden, auf den Simulator zu sitzen, dann habe ich eine verdammt geile Grundlage, bevor ich überhaupt im Auto sitze. Ja? Und das ist einfach also eine Empfehlung, die wir aussprechen auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, lass uns vielleicht mal kurz diese Möglichkeit, die wir hier haben, nutzen und so ein so kriegst du deinen Führerschein günstiger Guide für die Leute zusammenstellen. Ja. Also Nummer 1, ich fasse nochmal zusammen, als allererstes aktiv mitfahren. Nummer 2, sich richtig mit den Theoriefragen beschäftigen und sich gut auf die Prüfung vorbereiten, gewissenhaft. Ja. Wirklich auch dafür lernen, aktiv. Nummer 3, wie würdet ihr weitermachen? Simulator. Nummer 4, mach mit in der Fahrstunde. Hör zu, verarbeite es, setz es in der nächsten Fahrstunde um. Ja, das ist kein teures Hobby. Also viele Schüler setzen sich da auch rein mit der Einstellung, ich habe jetzt heute nicht so einen guten Tag, ich habe auch irgendwie gerade stressende Schule gehabt und jetzt habe ich Fahrstunde. Ja? Halt und mein Kopf ist schon wieder abends bei irgendwas. Ja? Sondern streng dich an, diese 60 oder 90 Minuten oder was dein Fahrlehrer auch immer mit dir ausgemacht hat. Streng dich an. Gib alles. Gib alles, ja. Du musst auch nicht drüber sein, um Gottes Willen, auch nicht, ja. Aber versuch einfach zuzuhören und das umzusetzen. Ja, ich glaube, viele Fahrschüler denken die Fahrschulen wollen, dass wir viele Fahrstunden machen, damit die Geld verdienen. Aber die Realität ist eine Fahrschule, die gut läuft, die macht daran eher Verluste, weil theoretisch bist du besser dran, wenn du einfach mehr Durchlauf. Mehr Durchlauf mehr Schüler du schneller zur Prüfung bringst, umso schneller kriegst du die Nächsten wieder ins Auto. Und das ist. Ohne jetzt da, sage ich mal, unfair zu klingen, aber wenn ich jetzt meinen Führerschein neu machen müsste, dann würde ich mir anschauen, welche Fahrschule ist gerade besonders erfolgreich und würde dorthin gehen, weil ich weiß, der Fahrschulinhaber
oder die Fahrschulleitung, die ist daran interessiert, dass ich wirklich schnell durchkomme. Ja. Das Die unterscheidet setzen all in. Genau. Im Endeffekt. Das entscheidet meiner Meinung nach eine gute Fahrschule von einer nicht so guten Fahrschule. Ja, dass die sich dafür bemühen, dass ich schnell durchkomme. Genau. Klar, wenn ich jetzt so eine Ein-Mann-Fahrschule gehe und schon sehe, ich sitze da mit 2 Fahrschülern im Theorieunterricht, dann kann ich davon ausgehen, dass der diese Fahrstunden braucht, weil dann gehen ja von diesen 70 € auch ein größerer Teil in seine Tasche rein. Das ist klar. Ja. Aber wenn da ein Fahrlehrer fährt, der angestellt ist, dann weiß ich, okay, der Fahrschulinhaber verdient da jetzt gerade nicht wirklich Geld dran. Ja. Sondern der Fahrlehrer verdient da Geld dran. Das ist ja auch immer das Thema. Man rechnet sich dann immer aus, wie wenn man einen neuen Fahrlehrer einstellt und sagt, okay, kann ich mir das überhaupt leisten? Weil es kommt ja immer so viel noch dazu. Ist der mal krank, der geht in Urlaub. Das muss man ja alles mit einrechnen. Ja? Und eigentlich bleibt uns Fahrschulen oder Fahrschulinhaber nichts übrig, wenn man es genau nimmt. Ja? Also Ein geringer Bruchteil. ein geringer Bruchteil, natürlich so ein bisschen, ein paar Euros, aber Umsonst geht auch keiner arbeiten. Genau. Also Ja, jemand, der klar. ins Büro geht, der würde da auch nicht sitzen und sagen, ja gut, ich mache das für 3 €. Ja. Ja, genau. Also, Und das Risiko, was halt auch dahinter steckt bei einer Fahrschule, ist ja auch immer noch mal so eine und die Sache. Verantwortung. Genau. Ja, also das ist ein Beruf, meiner Meinung nach, der eine enorme Verantwortung mit sich bringt. Das ist vielen Leuten gar nicht klar. Also der Fahrlehrerberuf bringt auch manchmal so ein bisschen so eine Vorgeschichte noch mit, ja, der fährt halt durch die Gegend da und verdient da sein Geld. Ich würd, das sogar ergänzen mit Risiko, weil theoretisch seid ihr als Fahrlehrer ja immer mit einem Bein im Knast. Also gerade wenn man Motorrad schult, Ja. du hast ja du kannst ja gar nicht eingreifen. Und vor allem, Schreien kannst. man sagt Egal, ob du Bike oder Car-to-Bike fährst, das ist ganz der egal. macht da sein Ding. Ich Ja. sage immer, die Leute kommen und sagen immer, ja, wann machen wir denn endlich die Sonderfahrten? Und da sage ich immer, Leute, hey, wir fangen mit den Sonderfahrten an, wenn du auf dem Übungsplatz oder da, wo wir unsere Übungen machen, das Motorrad im Griff hast. Weil wenn ich jetzt mit dem rausgehe und der hat davor noch nicht mal eine Gefahrbremsung gemacht oder eine Ausweichübung oder ein Slalom und der kriegt nicht mal irgendwas umkehren hin und ich fahre mit dem plötzlich mit 100 Sachen über die Landstraße und ich schreie ins Mikro, er soll bitte langsamer fahren und der denkt sich, endlich bin ich hier der freie Vogel und kann mal hier über die Landstraße fahren. Und ein Blick falsch gesetzt und der liegt ja im Graben oder im Gegenverkehr oder sonst irgendwas. Und das ist das, wo ich ja immer sage, das ist eine gute Motorradausbildung, wenn der Mensch selber, der auf diesem Motorrad sitzt, dem Fahrlehrer auch selber am Herzen liegt und wichtig ist. Und das ist bei mir einfach, wenn ich Motorrad schule, dann sind meine Fahrschüler wie meine Babys. Ja? Denen darf nichts passieren, weil wenn denen was passiert, dann kann ich erstens meinen Laden dicht machen und ich werde in meinem Leben nie wieder glücklich werden. Weil wenn du jemanden auf dem Gewissen hast, sind wir mal ehrlich, dann kannst du die nächste Brücke runterstützen und deswegen ist das, und da verstehe ich manchmal nicht, dass manche dann sagen, ja komm, der ist jetzt einmal Slalomfahrer, das sah schon gut aus, jetzt ziehen wir die Sonderfahrten durch. Und das Wichtige ist auch zu verstehen, finde ich, dass man macht ja die Fahrstunden nicht einfach nur, dass man sie gemacht hat, sondern oder auch nicht nur dafür, dass man eine Prüfung besteht. Und dass wir Geld verdienen. Und dass wir Geld verdienen. Nee, aber viele denken ja, okay, ich mache halt meine Fahrstunden, um eine Prüfung zu bestehen, aber die werden ja nach der Prüfung in den Straßenverkehr entlassen. Genau. Ja? Egal, ob es jetzt ein Motorradfahrer ist oder ein Autofahrer und ein Prüfer. Aber vor allem beim Motorrad. Vor allem beim Motorrad, ja, natürlich. Wichtig. Ja. Aber ein Prüfer hat halt an dem Tag, wo er den Schüler abprüft, einfach eine Momentaufnahme von. Der hat einen Timeslot von teilweise nicht mal einer Stunde. Plus minus einer einer Stunde. Bewertet, wie der Fahrschüler fährt. Genau, jetzt hat der Schüler da einen richtig geilen Tag und fährt wie eine Eins. Ja, dann gibt er dem natürlich mit einem guten Gewissen raus. Ja, aber trotzdem ist er halt, wenn der Fahrlehrer jetzt sagt, du pass mal auf, fahr vom Hof. Ja, das ist immer ein komisches Gefühl als Fahrschüler. Auch wieder, egal ob Motorrad oder Auto, das erste Mal, wenn du allein im Auto sitzt. Da ist keiner neben dir, der bremst, da ist keiner neben dir, der lenkt. Das ist erstmal, da wird einem eigentlich erstmal klar, jetzt habe ich die Verantwortung. Ja? Und dafür bereitet man auch mit Fahrstunden vor. Ich finde, du hast jetzt
die ganze Zeit gesagt, egal ob Auto oder Motorrad, aber ich finde gerade bei Motorrad ist es voll. wirklich, also ich kriege das oft mit in meinem Umfeld. Ich habe jetzt als Beispiel letztes Jahr meinen Motorradführerschein gemacht. Ja. Und habe sehr bewusst bei einem Fahrlehrer das gemacht, wo ich wusste, der wird mich darauf auch wirklich gut vorbereiten. An der Stelle Grüße an Kai. Und ich bin extrem dankbar dafür, dass ich das Ganze mit ihm gemacht habe, weil ich von Anfang bis Ende wusste, der lässt mich jetzt nicht einfach auf die Straße. Ja. Und ich bin natürlich mit einem gewissen Grundrespekt an die Sache rangegangen. Als Beispiel bei ihm war das dann aber so, er hat dann gesagt, okay, erste Fahrstunde, du fährst mit einer 125er. Das war dann so ein Motorrad, das ging mir Merkt gerade... man die gute Ausbildung oder nicht? Ja, Ist so. ging mir gerade mal an die Hüfte. Natürlich denkt man sich da oder vor allem jetzt als jemand, der vielleicht direkt A machen will und diese großen Motorräder sieht, irgendwie eine Yamaha oder sonst irgendwas und sagt, das Ding will ich fahren. Und dann kommt da jemand ums Eck und stellt dir so eine 125er hin und sagt, jetzt fährst du erstmal 3 Fahrstunden darauf. Natürlich hat man da am Anfang keinen Bock mehr. Ich jetzt rückblickend betrachtet bin aber super dankbar dafür, dass wir so reingestartet sind, weil das erste Mal, als ich auf einer 70 PS Maschine saß, Hast dachte dir ich halb mir, in die Hose gemacht. huiuiui, okay, krass. Und es ist einfach kein Kinderspiel, dieses Motorradthema. Und super, super viele Menschen unterschätzen das. Aber wirklich ein falscher Blick, einmal nicht richtig in die Kurve reingeschaut und Weg. Man legt. Was ich teilweise auch so schade finde, dass manche Fahrschulen, Fahrlehrer, da kommt eine Frau mit einem 1,55 Meter, ja, zum Beispiel. Die kommt nicht mal im Ansatz bei diesem Motorrad auf den Boden runter. Und dann setzt er die auf das Motorrad und sagt, muss mit dem Arsch halt hin und her rutschen. ja. Ja, dann sage ich, Ich habe das sogar mit eigenen Augen schon gesehen. dann sage ich, ja, mit dem Arsch hin und her rutschen, das macht jemand, der Erfahrung hat. Das macht teilweise, wenn du das in der Ausbildung, wenn du das zeigst, kriegen die das schon hin. Aber in der ersten Stunde, wo einer noch nie auf diesem Ding gesessen ist und einmal der Lenker nicht gerade ist beim Anhalten und das Ding wirkt ab oder sonstiges, die fliegen um, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und dann heißt es halt, ja, steh auf und hock wieder drauf. Aber dass eigentlich da im Mensch innerlich das Vertrauen zum Motorrad eigentlich schon am Arsch ist und du eigentlich teilweise dann als anderer Fahrlehrer vielleicht auch wieder das ganze Thema aufbauen musst. Ja, ich kann das aus eigener Erfahrung erzählen. Ich habe auch eine Fahrschule gehabt, die wurde komplett versaut. Ja, die hat sich gar nicht mehr aufs Motorrad getraut. Krass. Ja, und dann bin ich mit der auch damals mit so einer Honda MSX erstmal 4 Fahrstunden nur im Kreis im Wohngebiet gefahren. Anfahren, anhalten, anfahren, anhalten. Das ging 4 Fahrstunden so. Bis irgendwann dieses Vertrauen da war, dass wir dann das erste Mal mit dieser kleinen Honda gefahren sind. Ich bin, glaube ich, 5, 6, 7, 8 Fahrstunden nur mit der kleinen Honda, bis überhaupt mal dieses Vertrauen, wo viele in der ersten Fahrstunde durch so ein kleines Motorrad schon einen Tag gelegt bekommen. Und dann hockst du manchmal da und denkst dir so, warum? Warum machen die das so? Die Leute kommen doch zu dir und vertrauen dir was an und wollen das doch richtig lernen. Und ich finde, der Punkt, wo du gerade gesagt hast, egal, ob das jetzt einer ist, der schon seit 15 Jahren Auto fährt oder nicht, Motorradfahren ist eine andere Liga. Anderes. Das ist einfach was anderes. Das ist auch was anderes wie Fahrradfahren. Ja. Natürlich, Grundvoraussetzung, Viele dass man Fahrrad vergleichen das ja immer damit. Ja. Ist ja wie Fahrradfahren. Aber genau, das ist aber halt leider nicht so. Und da musst du einfach viel einfühlsamer teilweise an die Sache rangehen, sorry. Und dann klappt es auch meistens. Ich hatte so eine Situation, das war die Prüfungsvorbereitung, Prüfungssimulation haben wir gemacht. Und Kai ist dann mit mir die Strecke gefahren, die geprüft werden soll. Das war das erste Mal, dass ich die Strecke gefahren bin, zu meiner Verteidigung. Und dann sind wir halt gefahren und muss ich ehrlich sein, ich war so auf das Motorrad konzentriert, dass ich nicht so aktiv auf die Schilder um mich herum geschaut habe. Dann sind wir da geradeaus auf so eine Kurve zugefahren. Ich dachte mir so, okay, da ist dann halt die Schilder, dass jetzt eine Kurve kommt.
Davor war aber ein Schild, dass es eine scharfe Kurve ist. Und das habe ich nicht gesehen. Und dann dachte ich mir, okay, fahre ich jetzt gemütlich in diese Kurve rein. Und nach der ersten Kurve habe ich halt Gas gegeben und dann sehe ich, oh, da kommt die zweite Kurve. Und das war dann wirklich so haarscharf. Zum Glück ist mir dann, Kai hat immer gesagt, wenn es zu knapp wird, dann dreh deinen Kopf. Ja. Weil du fährst immer dorthin, wo du hinschaust. Und das war dann wirklich so, dass ich so haarscharf in den Gegenverkehr reingefahren wäre und dann im letzten Moment ist mir seine Predigt dann eingefallen, da habe ich nur noch den Kopf gedreht und dann habe ich es gerade noch so geschafft, die Kurve zu bekommen. Aber wenn Kai nicht so einen guten Job gemacht hätte und sich nicht so viel Mühe gegeben hätte und mich nicht quasi Step für Step vorbereitet hätte, dann hätte ich da einen Unfall gebaut. Ja, wäre schon im Gegenverkehr wahrscheinlich gelandet, ja. Und ich bin jetzt, sage ich mal, ein bisschen älter. Ja. Ja, ich habe eine gewisse Reife, ich kann das vielleicht, so einen Unfall vielleicht noch verarbeiten, aber wenn dir das mit 16, 17, 18 passiert, dann kann das sich halt brechen. Ja. Im schlimmsten Fall und dann willst du gar nichts mehr mit der Straße zu tun haben. Deswegen. Wobei die Jungen teilweise, ich vergleiche das immer mit, wenn du als kleines Kind das erste Mal auf die Ski gestellt wirst. Du bist mit einer anderen Angst dabei, wie wenn jemand kommt, der schon ein bisschen älter ist. Und deswegen sind die Jungen teilweise, die haut's mal auf die Fresse, sage ich jetzt mal, die stehen wieder auf, hocken auf den Bock drauf und fahren weiter. Ja. Da spielt der Verstand halt noch nicht so eine Genau, große Rolle. die denken da manchmal noch nicht, oh Gott, was ist mir jetzt eigentlich gerade passiert? Was hätte denn noch passieren können? Die haben quasi nicht dieses Weiterdenken, wo dann jemand in deinem Alter vielleicht schon denkt, oh, wenn das jetzt aber in die Hose gegangen wäre, wäre ich vielleicht im Gegenverkehr und was wäre dann? Ja, und da sind einfach die Jungen ganz anders. Und ich merke das selber auch beim Ausbilden. Die Jungen, da gibt es meistens nur ein Gas und das ist Vollgas. Und da musst du dann teilweise echt sagen, hey, guck doch mal das Schild, guck doch mal das, guck mal das. Das ist eine ganz andere Ausbildung, wie wenn jemand kommt, der schon sagt, hey, ich mache jetzt einen großen Motorradführerschein, ich fahre schon seit 6, 7 Jahren im Auto. Die Ausbildung läuft ganz anders ab wie bei den Jungen. Ja. Ja, aber das geht ja auch nur, wenn der Schüler eine gewisse Sicherheit spürt und sich auch, sage ich mal, gut aufgehoben fühlt. Definitiv, ja. Also ich habe es selber gesehen mit eigenen Augen auf dem Übungsplatz, kam eine Schülerin auf einer GS angefahren, diese hohe, und dann ist sie abgestiegen und war dann wirklich fast so groß wie das Motorrad. Also. Und da denke ich mir dann, okay, habe ich mir angeschaut, wie sie die rutscht mit dem Arsch hin. Wie sie auf dieses Motorrad drauf geht und es sah halt aus, als würde ich auf ein Pferd steigen. So als Vergleich. Und da kann ich mir dann halt vorstellen, die hat bestimmt keine Freude am Unterricht, weil die sich denkt, okay, wenn das Ding jetzt runterfällt oder wenn ich jetzt schau mal, wenn du jedes Mal kämpfst mit dem Motorrad. Das Motorrad macht dir ja schon Angst. Genau. Die soll schon dann noch sicher fahren. Ja, also. Die denkt sich dann, okay, wenn das Ding umfällt, dann breche ich mir wahrscheinlich mein Bein. Ja, also ich denke, die Fahrschulen stehen ja oft in der Kritik, was die Fahrzeuge angeht. Ja, braucht ihr denn immer die modernsten Autos? Braucht ihr denn immer so viele Motorräder? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Motorräder ihr habt. Schon einige. Mittlerweile einen ganzen guten Fuhrpark zusammen. Ich glaube, wir haben 10 Motorräder, mittlerweile. Aber, und halt auch alles an verschiedenste Größen und so weiter und so fort. Und verteilt an verschiedene Orte, dass man eben auch flexibel bleibt. Ja. Aber trotzdem sind alle Motorräder so modern, dass die auf jeden Fall alle eine Traktionskontrolle haben, ABS-System haben. Ich sage immer, das bringt doch einem Schüler schon eine ganz andere Sicherheit mit und auch uns Fahrlehrern. Weil wenn ich weiß, der Fahrschüler, der verbremst sich mal, dann ist das System da, wo noch hilft. Genauso, wenn der zu viel am Gas gibt, dann gibt das Motorrad dem halt nicht alles, sondern regelt dann vielleicht auch mal ein bisschen runter. Wenn dann manchmal siehst, da vielleicht auch wieder zum Preisthema, wo ich dann sage, es gibt andere Fahrschulen, die fahren mit Motorrädern, die sind 25 Jahre alt. Ja, die haben kein ABS. Und wenn, dann haben sie vielleicht ein ABS, das aber schon so veraltet ist, dass es gar nicht mehr greift. Und das sind teilweise, ich vergleiche das immer mit einer Kuh, das ist wie wenn du mit einer Kuh reitest. Ja? Wenn du da drauf sitzt und du kannst das Ding nicht mal richtig heben, weil das Ding gefühlt 280 Kilo wiegt und ich habe ein vergleichbares Motorrad, wo modern ist und das wiegt gefühlt einen Bruchteil davon.
ist das für den Fahrschüler, wenn der drauf sitzt, ja schon eine ganz andere Liga. Ja, klar. Und dann sage ich mir immer, wenn du eine gute Ausbildung haben willst und einen guten Fuhrpark, dann bezahlst du vielleicht 5 Euro nachher vielleicht gern für die Fahrstunde mehr, habe aber im Endeffekt ja wieder gespart, weil ich vielleicht eine bessere Ausbildung und weniger Fahrstunden bekommen habe, weil ich vielleicht mit dem Motorrad auch gar nicht so gekämpft habe, wie jetzt bei jemand anderem. Ich habe das, also jetzt bei euren Motorrädern, wir sind ja einmal kurz gefahren, da dachte ich mir auch direkt so, krass, so ein BMW hat alles an Assistenzsystemen, was man sich vorstellen kann. Super bequem, super angenehm. Ja. Also ich kann mir dann schon vorstellen, dass wenn man mit so einem 25 Jahre alten Motorrad durch die Gegend fährt, wo das ABS auch schon komplett ausgelutscht ist. Ich meine, auf dem Übungsplatz alleine, ich weiß nicht, wie oft ihr das macht, aber Kai hat mit mir locker 30 Mal Vollbremsung gemacht. Jedes Mal. Ja. Also und das ist bei mir auch so. Jedes Mal greift das ABS, also die Dinger werden ja halt auch alt irgendwann und haben Verschleiß. Und du merkst allein diesen, wenn da teilweise dann andere da sind mit so alten Motorrädern, was die für einen Bremsweg eigentlich haben. Ja, dann denkst du immer, also wenn das mein Fahrschüler jetzt mit der BMW gerade gemacht hätte, dann wäre der schon 10 Meter weiter vorne gestanden. So. Und das ist einfach. Ja, ich finde, wie gesagt, Sache. diese Kritik zum Thema, braucht man immer moderne Fahrzeuge, ist das wirklich so relevant? Die ist schon berechtigt. Ich glaube, man braucht jetzt keine Land Rover SUVs, die Liste 100.000 Euro kosten. Ja, nee, braucht man nicht. Braucht man nicht. Aber man braucht schon ein solides Auto und man muss auch ganz klar sagen, wenn jetzt mal angenommen, man normt das und sagt, jede Fahrschule darf nur noch maximal bis 20.000 Euro Kleinwegen holen, Golfs, Polos. Das wäre vielleicht ein Ansatz, dass man sagt, okay, das funktioniert. Ja. Weil dann haben alle dasselbe Auto. Ja. Und keine Fahrschule hat mehr einen Vorteil. Da das aber nicht umsetzbar ist, solange die Kritik nur noch im Raum steht, holt euch doch mal günstigere Autos. Du hast jetzt Golf. Der andere hat sich auch einen Golf geholt. Ja. Der dritte sagt aber, nö, ich hole mir jetzt einen BMW. Ja. Ein SUV. Dann bin ich da als Fahrschule und denke, Golf will ich nicht fahren. Will ich lieber zu der anderen Fahrschule gehen. Man muss aber auch ganz klar sagen, diese Autos sind ja nicht der Hauptkostenfaktor. Nee. Weil in der Leasingrate sind es ja wenige 100 Euro Unterschied. Definitiv. Also daran liegt das ja gar nicht. Und dann denke ich mir, lieber soll der Fahrschüler an Geld sparen, indem er sich besser darauf vorbereitet, was ihm da bevorsteht und nicht das Ganze als Nebentätigkeit sehen, sondern sagen, okay, in diesen 1,5, 2 Monaten, wo ich da angemeldet bin in der Fahrschule, oder von mir aus lass es 12 Monate sein, konzentriere ich mich aber darauf und gehe gut vorbereitet rein, weil nur so kann man realistisch den Führerscheinpreis senken, ohne dass, sage ich mal, die ganze Branche einstürzt. Ja. Was meiner Meinung nach berechtigt in der Kritik steht, ist dieses Theorie-Thema. Wie steht ihr dazu? Ist die Theorie zu kompliziert oder sagt ihr, ist genau richtig? Es sind schon viele Fragen und man kann auch mal drüber diskutieren, ob da gewisse Fragen rausgestrichen werden können. Also auch gerade, wenn es jetzt tief in die Technik reingeht, sage ich jetzt mal. Also ich mache immer noch einen Führerschein und lerne jetzt nicht Automobiltechnik, ja, sage ich jetzt mal. Aber ich finde trotzdem, selbst wenn jetzt Fragen weggestrichen werden, also jetzt gehen wir mal davon aus, wir gehen von diesen 1200 irgendwas, was es gerade ist, runter auf 800, das befreit mich ja nicht vom Lernen. Ja, es befreit mich nicht. Ich muss mich trotzdem auf meinen Hosenboden setzen und muss dann halt diese 800 Fragen lernen. Ob ich jetzt im Endeffekt 800 oder 1200 lerne, klar, 50% weniger, aber es ist trotzdem Lernaufwand. Also das ist. Aber glaubst du, dass wenn weniger Fragen da sind, dass die Leute eher durch die Prüfung kommen würden? Nee. Bei weniger Fragen? Nein. Sicher? Ganz sicher. Okay. Kann ich dir auch sagen, warum? Ja. Die Leute sind, so hart wie es klingt, die sind zu faul. Ja. Muss man einfach so raushauen. Ich sehe das immer selber.
Wenn ich so denke an meine Zeit zurück, wo ich meinen allerersten Führerschein gemacht habe, dann habe ich 10 Bögen hingelegt bekommen. Mit den 10 Bögen musste ich lernen. Ich habe schon immer dieses Kreuzchen gesehen, wo ich es davor gemacht hatte und so weiter und so fort. Und heutzutage mit diesen Apps, die Apps sagen dir ja, hey, du bist fertig und du bist bereit für die Prüfung. Und wenn du das nicht annimmst, dann bist du ja eigentlich selber schuld. Du kannst dir ja sogar Hilfe holen, wenn du die Frage nicht verstanden hast. Okay. Also jetzt pass mal auf, es kann ja auch sein, du lernst mal, machst eine Frage aus Versehen richtig. Ja? Jetzt sollte ich das aber nicht abfeiern, indem ich sage, ja, endlich ist die Frage weg, die ist jetzt in meiner Karteikarte hinten reingerutscht, das ist eine beantwortete Frage. Sondern ich muss mich ja immer fragen, habe ich die Frage verstanden? Habe ich das verstanden? Und da kann ich überall auf I drücken, Information, es wird dir erklärt. Ja, und vor allem mit diesem Algorithmus, den ja die Apps da an den Tag legen, die schmeißen dir ja dann die App-Play alle 20 Fragen nochmal rein und nochmal rein und nochmal rein und kontrollieren dich ja eigentlich, ob du es verstanden hast oder nicht. Und erst nach 3 Mal beantworten fliegt die ja quasi wirklich in den richtig beantworteten. Und allein dieses System, wenn du das richtig nutzt, also kann Theorie, jeder beim ersten Mal die Theorieprüfung bestehen. Theorie ist, ich glaube, da sind wir beide uns einig, das ist eine Fleißarbeit. Ja. Wenn ich danach gucke, dass ich das gut lerne, habe ich eine relativ gute Chance zu bestehen. Ich kann immer einen schlechten Tag haben. Und ich kann auch mal einen schlechten Bogen erwischen. Das ist ja auch nicht schlimm. Ja. Aber 4, 5 Mal durch eine Theorieprüfung fallen. Ich sag das auch nicht immer. Nur, also ich sag mal, das lässt es den Führerschein nicht gerade billiger werden. Nee. Ja. Also, und da fragt am Ende keiner danach, wie oft hast du deine Theorieprüfung gemacht, sondern da heißt dann nur, mein Führerschein hat 4.500 € gekostet. Ja. Man muss ganz klar sagen, also ab dem 3. Mal, meiner Meinung nach, ist es fast immer zu 100% Faulheit. Ja. Ich bin einmal durchgefallen, als ich jetzt meinen Motorradführerschein gemacht habe. Da muss ich ganz klar sagen, ich bin ja gut vorbereitet. Ich kenne mich ja gut aus. Wir sind den ganzen Tag mit irgendwelchen Verkehrssituationen beschäftigt. Und das war einfach eine Frage, die war doof gestellt. Also das sind so Sachen, meiner Meinung nach wirft man das rein, um diese Quote zu erhöhen. Hätte ich aber lang genug diese App gelernt, dann hätte ich das zumindest auswendig gelernt. Du wirst ja trainiert auf die Frage. Genau. Das sieht jetzt sogar so aus wie in der Prüfung. Wenn ich auf Prüfungsmodus sehe, das so aus. Es lag so gesehen streng genommen nicht daran, dass ich mich in der Realität in dieser Situation falsch verhalten hätte, sondern ich habe einfach das, was von mir verlangt wird, nicht ausreichend gelernt. Ja. Das ist so, finde ich, etwas, da kann man schon als Regierung sagen, okay, lasst uns mal vielleicht bei den Prüfungen ein bisschen chillen. Ein bisschen runterschalten, weil es ist auch echt zu viel, meiner Meinung nach, was da abgefragt wird. Die Technik. Abnormal. Oder irgendwelche, keine Ahnung, was für Umweltfragen da teilweise drankommen, wo ich mir dann so denke, hey, Freunde, das ist was, das muss irgendein Ich war letztens im Urlaub, habe mir einen Mietwagen geholt und dann stand da Wischwasser nachfüllen. Ich fahre seit 8 Jahren Auto, habe das Ding aufgemacht. Ich wusste nicht, wo ich das Wischwasser nachfüllen soll, weil ich das Zeichen nicht gesehen habe. Also was habe ich gemacht? Ich habe mein Handy rausgeholt, habe ein Foto vom Motorraum gemacht, habe reingeschrieben, dieses und dieses Modell. Wo kann ich das Wasser nachfüllen? Und dann kam ein Bild, hier kannst du es nachfüllen. Und dann habe ich geschaut, der Wasserbehälter lag irgendwo weiter hinten. Habe ich auf den ersten Blick nicht erkannt. Sehen, Und dann, also man hat mittlerweile so viele Hilfsmittel. Voll. Vieles braucht man wirklich nicht mehr. Definitiv. Ja. Dass das Ganze keinen Spaß macht. Es gibt auch welche, denen macht Spaß. Aber ich sage mal, ein Großteil macht natürlich, es ist halt Aufwand, ja. Trotzdem, wie gesagt, auch da Appell von uns, bares Geld, ja. Lern gut, schau, dass deine Prüfungsreife relativ hoch ist, also umso näher du an den 100% bist, umso besser ist es natürlich, eine Prüfung zu bestehen. Bei der Praxis wiederum sage ich, kann immer mal was passieren. Ja,
wir bereiten dich so vor, dass wir zumindest wissen, du hast einen Werkzeugkasten, um das Ding zu bestehen. Fahren musst du selber, logischerweise die Prüfung. Und was wir auch nicht beeinflussen können, ist eben, was machen die anderen im Straßenverkehr. Definitiv. Wobei das ja auch, wenn da irgendeiner jetzt etwas Unvorhergesehenes macht, ist das ja auch nicht gleich ein Durchfallgrund, sondern wird halt erstmal geguckt, wie reagierst du da drauf. Ja, und von daher, Appell von uns, Theorie kann man definitiv kürzen, macht definitiv Sinn, lernen müsst ihr trotzdem. Das bleibt da mit 800 Fragen so. Ich sehe gerade, im Hintergrund ist ein Schüler, der auf den Simulator möchte. Sollen wir eine kurze Pause einlegen? Können wir machen, ja. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Es hat sich viel getan. In der Zwischenzeit war eine Schülerin da zur Anmeldung. Und im Hintergrund, wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir einen Schüler, der fleißig Simulator fährt. Ein Gast. Gast des Podcasts. Yeah. Wir haben vorhin sehr viel über das Thema Gründung und wie eure Anfänge quasi abgelaufen sind, gesprochen. Was würdet ihr, wenn ihr jetzt nochmal am Anfang wärt, genauso nochmal machen? Was wären so die Steps? Stellt euch vor, ihr müsstet mich jetzt beraten für den Einstieg. Okay. Ich würde dir raten, dass du von Anfang an dir eine Marketingstrategie überlegst, von Branding bis, dass es einfach durchgängig, egal bei was, ob das dein Schaufenster ist, ob das dein Auto ist. Ich sage immer, dein Auto ist dein bester Werbeträger. Der ist den ganzen Tag auf der Straße unterwegs. Mach's auffällig. Die Leute müssen dich sehen, die müssen dich von weitem erkennen. Das war damals unser Motto, wo wir gesagt haben, okay, wir suchen unsere Farben, unser Logo und so weiter. Wir sind zum Marketingmann haben gesagt, wir müssen die auffälligste Fahrschule sein, die es überhaupt im Umkreis gibt. Mhm. Ja? Selbst wenn wir privat unterwegs sind und das Auto steht am Kaufland, müssen die Leute wissen, da ist einer vom Lenktin einkaufen. Ja. Genau. So wollten wir es haben eigentlich. Ja. So wollten wir es haben, so haben wir es gemacht. Wir bekommen auch immer die Resonanz von allen, dass es auf jeden Fall uns so gelungen ist, auch von den Fahrschülern, dass es immer so auffällig ist und sie uns gefühlt überall sehen. Ja. Und ich sage immer, das ist ja eigentlich dein Branding nach außen, wo du erstmal zeigst, wo die Leute dich wahrnehmen. Und wenn du halt undercover unterwegs bist am Anfang und du machst vielleicht irgendwo einen Sticker auf dein Auto, kann es länger dauern. Ja. Sag mal, bei uns hat es vermutlich deswegen so eingeschlagen. Andererseits auch eingeschlagen, weil wir natürlich selber auch schon lange in dem Business unterwegs sind und dadurch auch einfach die Schüler schon immer uns als Fahrschüler geschätzt haben und Fahrlehrer. Fahrlehrer, sorry. Fahrlehrer geschätzt haben und auch so uns weiterempfohlen haben. Mhm. Und wie gesagt, ich würde es immer wieder so tun. Sucht euch schöne Räumlichkeiten. Die Leute müssen sich beim Betreten des Raumes wohlfühlen. Mhm. Ich sage immer, wenn da jemand sitzt, der nicht lächelt, bei dem du dich willkommen fühlst, ist eigentlich nicht der Richtige. Ja? Mhm. Und ich finde, es muss einfach familiär sein. Es muss einfach, du musst willkommen sein. Und wenn du dich von der ersten Minute an wohlfühlst, dann spricht sich das nachher so rum, dass du Schnell immer rum, wieder Kundschaft bekommst und du einen Zulauf bekommst. Ja. Und stell dir selber die Frage, was möchte ich haben und was möchte ich nicht so haben. Mhm. Weil als Fahrlehrer war man logischerweise angestellt. Ja, und es gibt mit Sicherheit Dinge, die haben dir gefallen. Und es gibt mit Sicherheit Dinge, die haben dir nicht gefallen. Lass die Dinge weg, die dir nicht gefallen haben, beziehungsweise veränder sie einfach. Die Dinge, die dir gefallen haben, nimm die als Anreiz, übernimm sie genau so oder bau sie einfach aus. Mhm. Ja. Du musst das Rad nicht neu erfinden, Ja. aber besser machen. Und anders. Und anders. Ja. Ihr seid jetzt seit Mai auf dem Markt, habt im November die Ja. zweite Filiale Ja. gegründet oder eröffnet. nicht Übernommen gegründet, teilweise. Übernommen Ja. und dann Und umgebrandet dann. Umgebrandet, genau. Wann können wir mit der dritten Filiale rechnen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Es kommt natürlich jetzt auf einen weiteren Zulauf an. Es kommt darauf an, wie wir Fahrlehrer bekommen, die natürlich auch zu uns ins Team passen. Und wie wir dann erstmal ausgelastet sind. Ich sage immer, wenn wir erstmal ausgelastet sind mit unseren 2 Filialen, ich sage immer, wenn du nachher zu viel Arbeit annimmst und du wirst deinen Kunden nicht mehr treu oder nicht mehr gerecht, dann hast du nachher auch keinen guten Ruf mehr, weil dann heißt es zu denen, da brauchst du nicht hingehen, da brauchst du 3-4 Monate für deinen Führerschein im Auto. Die Qualität muss gleichbleibend gut sein. Ja. Und deswegen würde ich sagen, die 3. Filiale kommt dann, wenn wir das Personal dafür haben und wir merken, okay, unsere Filialen sind so ausgeschöpft, dass unsere Kunden zufrieden sind und dann können wir über eine 3. Filiale. Die Qualität darf nicht leiden. Genau. Weil ich glaube, das ist uns allen hier, die im Unternehmen mitarbeiten, wichtig, dass einfach die Qualität von der Beratung, bis hin zur letzten Fahrstunde vor der Prüfung, dass das passt. Da darf nicht irgendwelche Nachlässigkeiten sein oder sonstiges, sondern es ist uns einfach wichtig, dass die Fahrausbildung einfach von Grund auf gut betreut ist, man sich wohlfühlt, dass der Schüler auch versteht, was man da tut, dass nicht irgendwelche Fahrstunden gefahren werden, wo man sich fragt, warum tue ich das eigentlich gerade, sondern dass auch der Sinn dahinter verstanden wird, warum diese Fahrstunde jetzt gefahren wird, und dass einfach am Ende der Prüfung klar ist, ja, es hat sich gelohnt. Und ich würde wieder zum Lenkteam gehen, definitiv. Ja. Und noch schöner für uns ist eigentlich, wenn ein Schüler hier rausläuft, der uns sagt, jeder, der den Führerschein machen möchte, den bringe ich zu euch. Oder ich empfehle euch zumindest. Und es ist auch oft so. Wir sehen teilweise unsere Fahrschüler dann wieder, wenn sie mit Freunden kommen und sich anmelden bei uns. Ja. Haben wir schon öfters jetzt gehabt, dass die mit Freunden hier reinlaufen und sagen, ja, ich melde heute meine Freundin an, ich habe bei euch den Führerschein gemacht, ich war so happy bei euch. Also weiterempfehlen, läuft auch darüber. Diese Mund-zu-Mund-Propaganda ist schon sehr, sehr wichtig. Das haben wir auch sehr früh erkannt, als wir in diese Fahrschulbranche, sage ich mal, eingestiegen sind. Die meisten Fahrschulen bauen sich das ja über Jahre dann auf. Und dann sagen die irgendwann, okay, ich brauche keine Werbung, ich brauche kein Marketing mehr, weil ich habe ja mir die letzten 30 Jahre sehr mühsam so eine Mund-zu-Mund-Propaganda aufgebaut. Ja. Problem ist dann halt, wenn jemand ums Eck kommt, der ein bisschen weiß, was er macht im Marketingbereich, dass er diese 30 Jahre, die du dir mühsam aufgebaut hast, dass er die relativ schnell zunichte machen kann. Da gibt es auch sehr, sehr viele Beispiele. Ich habe auch schon mit einer Fahrschule gesprochen, die, ich glaube, fast 50 Jahre auf dem Markt, fast 50 Jahre auf dem Markt ist. Nochmal auf Hochdeutsch. Ja. 50 Jahre. 50 Jahre. Und ich hatte, ich glaube, vor einem Jahr mit dem gesprochen und da hat er sich sehr stark darüber ausgekotzt, dass da jetzt eine Fahrschule da ist und die werben mit irgendwelchen Billigangeboten. Ich habe mir in dem Moment gedacht, hey, du bist einfach, du hast den Zug verpasst. Ja. Oder du bist zu früh ausgestiegen aus dem Bus. Eins von beiden. Zu spät aufgesprungen oder zu spät. Ja. Weil wenn es jemand schafft, neu auf den Markt zu kommen und dich innerhalb von einem Jahr oder 2 zu überholen, obwohl du seit 50 Jahren auf dem Markt bist, dann machst du auf jeden Fall definitiv was falsch. Ja, definitiv. Bei euch, so wie ich das jetzt verstehe, was eure Anmeldezahlen angeht, seid ihr immer noch am Wachsen, Monat für Monat, richtig? Ja. Richtig, ja. Das heißt, es ist dann schon damit zu rechnen, dass ihr wahrscheinlich bis Ende nächstes Jahr noch Verstärkung braucht? Definitiv. Ja. Was für Fahrlehrer braucht ihr denn? Vielleicht finden ja einige Zuhörer aus diesem Podcast dadurch ihren Weg zu euch. Also natürlich erstmal in erster Linie A- und B-Fahrlehrer. A-Fahrlehrer, wir haben einen sehr, sehr großen Zulauf. Von A merkt man auch, das Bike-to-Bike hat sich auch sehr rumgesprochen bei uns, weil ich halt im Sommer fast nur auf dem Motorrad sitze. Aber auch im B-Bereich bricht es nicht ab und es ist deswegen, wir brauchen für A und B, BE brauchen wir dauerhaft eigentlich Unterstützung. Und ja,
Weg vom Fachlichen, mal freundlich, sympathisch, empathisch. Ja. Auf jeden Fall so ein bisschen das LinkedIn-Blut muss fließen. Ja. Das schauen wir uns schon an, dass das auch passt. Also uns ist schon wichtig, dass die Leute auch ins Team passen. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir auch nicht jeden nehmen würden. Ja. Also wenn jetzt irgendein Fahrlehrer ums Eck kommt und sagt, ich möchte jetzt hier sein, jeden würden wir auch nicht nehmen, aber er muss einfach zu uns passen. Und das spüren wir, glaube ich, relativ gut und schnell. Und dann spricht da nichts dagegen. Ja. Es ist gut, dass ihr zu zweit seid. Ihr ergänzt euch da schon sehr, sehr, sehr gut. Sonst wäre so, ja, wir brauchen einen AFA-Lehrer. Hauptsache AFA-Lehrer. Ja, cool. Dann abschließende Frage. Gibt es etwas, wovon ihr angehenden Selbstständigen von Anfang an sofort abraten würdet? Mach es nicht halbherzig. Ja. Also natürlich, es sind immer finanzielle Dinge auch, wo Möglichkeiten da sein müssen, aber es gibt in Deutschland, in Baden-Württemberg oder auch egal wo, es gibt die Möglichkeiten, gut unterstützt zu werden vom Staat und auch von den Banken und so weiter, und holt euch da einfach jemand Erfahrenes ans Land und guckt, dass ihr von vornherein einfach was Standhaftes aufbaut, weil ihr werdet sonst unter den anderen irgendwo untergehen und ihr werdet halt eine von vielen sein, die es gibt. Aber wenn ihr die Fahrschule werden wollt, wo die Schüler gerne kommen und einfach die seid, die auf dem Markt am bekanntesten werden soll, dann macht's von Anfang an gescheit. Seid menschlich, und die Fahrschüler wollen keine spießigen Fahrlehrer haben, die wollen lockere Fahrlehrer haben, die wollen einfach welche, wo das mit Herzblut machen, und Schreien gehört dazu nicht, muss man einfach auch dazu sagen. Unter keinen Umständen. Unter keinen Umständen. Ja. Seid einfach, wie ihr seid, und macht euren Job mit einer Leichtigkeit, und dann werdet ihr automatisch Erfolg haben. Ja. Und schaut auch, dass quasi das, was im Hintergrund stattfindet, dass das auch so gut es geht irgendwie passt. Also es sind nicht nur die Dinge, die man eben vorne sieht, sondern auch guckt, dass ihr einen guten Steuerberater habt. Schaut auch, wenn ihr etwas gründet, dass ihr euch auch da Expertise holt. Wenn ihr es jetzt nicht im Unternehmen habt, dann guckt, wo ihr es irgendwie herkriegen könnt. Da gibt es Möglichkeiten, Nico hat es gerade schon gesagt. Auch wir haben zum Beispiel auch hier Grüße an die IHK, tolles IHK-Gründungsseminar, wo man einfach mal, das geht zwar nicht in die Tiefe, aber man bekommt zumindest mal so eine Ahnung, ja, was ich alles zu beachten habe. Und wenn ich dann da schon mal Themen angerissen habe, kann man da, was einen interessiert, einfach auch eher noch in die Richtung gehen und sich da noch ein bisschen und mehr eins würde ich vertiefen. auch jedem raten oder vielen raten, es ist natürlich immer eine Sache vom Umsatz oder auch von der Kapazität her, aber wenn ihr euch jemand holt, der euer Büro einfach so macht, dass es funktioniert, eure Anmeldung funktioniert und ihr nicht den ganzen Tag am Telefon hängt und mit irgendwelchen diskutieren müsst über irgendwelche Rechnungen oder sonstiges. Ich finde, das hat im Auto nichts zu suchen. Ihr seid in der Fahrstunde für eure Fahrschüler da, um die auszubilden. Ja? Aber nicht, um irgendwelche Elterntelefonate zu führen oder sonst irgendwelche Anfragen oder sonstiges zu bearbeiten. Natürlich hat man das mal, wenn irgendjemand dir schreibt oder mal anruft. Aber grundsätzlich finde ich, es gehört jemand ins Büro, der die Anmeldung macht, der das Ganze im Hintergrund macht, wo einfach da den Überblick hat, dass ihr einfach Fahrlehrer sein könnt. Ja? Und ich finde, da sparen auch viele dran, weil viele sind immer so, ja, ich bin die Bürodame, ich bin der, wo noch die Buchhaltung macht, und ich mache am besten noch alles andere. Und das ist einfach alles zu viel. Ihr müsst euch immer noch auf das Wesentliche konzentrieren, und das Wesentliche ist einfach, finde ich, ist immer noch euer Job Fahrlehrer. Ja? Und der Job ist einfach so groß, dass eigentlich für vieles andere gar kein Platz mehr da ist. Ja. Und, sorry, Alles gut, sag wenn du. ich darf kurz, ich finde, man muss sich immer auch im Klaren sein, dass der Fahrschüler, der gerade neben dir im Auto sitzt, der hat sich für deine Fahrschule entschieden.
Mhm. Ja, also der hat sich jetzt, wir haben ja das Thema Kosten und so weiter schon alles gesprochen über die Führerscheine, aber er hat sich zu diesem Zeitpunkt für deine Fahrschule entschieden, dass er von dir begleitet wird bis zum Führerschein und dann sollte einem das eigentlich in jeder Fahrstunde auch klar sein. Auch wenn da jetzt der Ton erhoben wird, Nico hat es ja gerade schon gesagt, also wenn geschrien wird und so weiter. Meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, ein Unding. Mhm. Ja, man kann mal etwas deutlicher sagen oder manchmal muss man es vielleicht auch, aber ohne zu schreien. Das kann man auf menschlich toller Ebene, gut regeln. Ja, und wenn man sich erwischt, wenn man schreit im Auto, dann hat man erstmal an sich selbst zu arbeiten, nicht der Schüler. Ja. Und ich sage immer, der Kunde ist König und der Kunde bezahlt für das, dass er bei euch im Auto sitzt, ja, und nicht andersrum. Und ich sage immer, ich hätte auch nicht so behandelt werden wollen damals. Also behandle ich denjenigen, der bei mir im Auto sitzt, auch nicht so. Mhm. Wenn ich irgendwo hingehe und mir verschneidet einer einen Haarschnitt, gehe ich da auch nicht mehr hin. Ja, klar. Ja, und genauso ist, wenn Oder noch schlimmer, der brüllt dich an, weil du Während er die Haare schneidet. weil du deinen Kopf bewegst beim genau, Haare schneiden. sowas zum Beispiel. Das sind einfach so Dinge, die bleiben im Hinterkopf und ihr müsst einfach von vornherein voll dabei sein, mit vollem Herzblut und dann klappt es auch. Ja, und ich glaube, dieses Thema mit dem, was man selber nicht bewältigen kann, einfach abgeben, das ist halt auch etwas sehr Wichtiges. Das ist das, was viele auch nicht können. Ja. Dieses Abgeben und das aus der Hand geben, dann habe ich da keine Kontrolle mehr drüber. Glaubt mir, das ist manchmal besser, ihr gebt es aus der Hand und es macht jemand, der Ahnung davon hat. Und Ja. Noch ein Tipp von mir, schlaft. Gerade am Anfang, Schlaf ist wichtig. Schlaf ist Schlaf ist wichtig. Definitiv. Ja. Gut, dann Perfekt. würde ich sagen, war eine sehr interessante Folge, hat mega Spaß gemacht. Ich denke, wir könnten so jetzt noch Stunden weiterreden. Leider sind die Speicherkarten bald voll. Deswegen müssen wir das Ganze langsam mal abschließen. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen Dank dir. Danke für die Einblicke. Hat, wie gesagt, mega viel Spaß gemacht. Und vielleicht sehen wir uns bei einer zweiten Folge. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.